Hi Leute, ihr seht es hier, ich bin in meinem Schlafzimmer, wir haben hier so eine Dachschräge. Ich muss euch hier nicht viel erzählen, ihr wisst, was hier los ist im Sommer. Besonders bei den hohen Temperaturen draußen hältst du es hier einfach nicht aus und kriegst nachts einfach kein Auge zu. Deswegen ist Kühlung hier das A und O. Hier habe ich für euch was Schönes mitgebracht und wollte das jetzt heute mit euch einfach mal ausprobieren. Leider lässt mich jetzt in den letzten Tagen der Sommer hier natürlich komplett im Stich und die Temperaturen draußen sind eher so, naja. Nichtsdestotrotz, ich habe mir hier was Schönes einfallen lassen, wie wir diesen Test trotzdem durchlaufen lassen können. Für den Test heute habe ich mir nämlich die Portasplit E von Midea ausgesucht. Das ist eine komplette vollwertige Klimaanlage und natürlich auch eine Wärmepumpe. Hier haben wir nämlich einen sehr großen Vorteil bei diesem Gerät. Es kann nicht nur kühlen, sondern auch heizen. Und wir haben alle Vorteile eines Klimasplit-Gerätes, ohne hier irgendwo Löcher in die Wände zu bohren oder aufwendig das Gerät irgendwo installieren zu müssen. Wie ihr seht, ist das Teil kompakt in einem Karton bei mir angeliefert worden. Und das Schöne, im Sommer 2025 hat sich das Gerät nämlich schon als kompletter Verkaufsschlager entpuppt und war teilweise komplett ausverkauft. Auch hat die Portasplit viele Preise abgeräumt, wie zum Beispiel die beste Erfindung vom Time Magazin 2025 und viele weitere. Aber ganz wichtig, hier habe ich nämlich auch was Schönes Neues für euch mitgebracht, denn dieses Gerät gibt es nun auch in einer brandneuen Farbe. Diese habe ich hier auch gleich von Midea mal bekommen. So könnt ihr euch das Gerät auch in der neuen Farbe hier mal etwas näher anschauen. So, bevor wir nun die Portasplit testen, müssen wir sie erstmal in Betrieb nehmen. Und hier gleich der absolute Pluspunkt. Hierfür braucht ihr keinen Elektriker, keinen Techniker und müsst auch nicht besonders technisch versiert sein. Das geht in wenigen Punkten selber zu realisieren. Was mir besonders gut gefällt, wir haben hier eine Innen- sowie eine Außeneinheit. Wir müssen ja irgendwo mit der Außeneinheit hin. Hier hat sich Midea was sehr Gutes einfallen lassen. Wir haben hier nämlich ein Konzept, wo wir das Gerät direkt am Fenster oder auf der Fensterbank montieren können. Hier sind diverse Adapter mit dabei. So sind natürlich auch diverse Wandstärken berücksichtigt und man kann es sogar eventuell auf dem Dach montieren, wenn ihr Fenster habt, die direkt zum Dach zeigen. Wie wird die Installation durchgeführt? Ich zeige es euch einfach, das sind ganz wenige Schritte. Wir machen das Fenster auf, installieren hier den Befestigungsrahmen, den Halterrahmen für die Außeneinheit, stellen die Außeneinheit einfach auf. Diese wird hier einfach nur eingeklinkt. Sie wiegt übrigens nur 9,9 Kilo. Das ist ohne Probleme für jeden stemmbar. Dann haben wir zusätzlich noch Abdichtungsmaterial für das Fenster, denn wir müssen ja mit einem Schlauch durch das Fenster gehen. Hier ist natürlich auch im Lieferumfang individuelles Abdichtmaterial enthalten. Das könnt ihr dann dementsprechend so anbringen, wie ihr es braucht, sodass ihr auch ordnungsgemäß nach außen abdichtet. Denn je besser ihr hier abdichtet, je besser euer Endergebnis. Jetzt noch einfach hier den Stecker in die Steckdose und schon geht's los. Dann stellt sich jetzt natürlich die Frage, warum ist dieses Gerät so wahnsinnig effizient? Im Gegensatz zu den typischen Monoblock-Klimageräten mit dem fetten Abluftschlauch, wo permanent heiße Luft von außen durch irgendwelche Ritze angezogen wird, weil hier ein Unterdruck entsteht, funktioniert das Gerät natürlich wie eine Klimasplitanlage. Das heißt, die warme Luft, die hier drinnen jetzt ist, wenn wir kühlen wollen, wird durch diesen dünnen Schlauch an die Außeneinheit gegeben und dort an die Luft abgegeben. Hier entsteht kein Unterdruck und das sorgt natürlich für eine 6-mal höhere Kühlleistung und 4-mal höhere Effizienz als bei ganz normalen Monoblock-Geräten. Aber genug erzählt, schalten wir das Gerät einfach mal ein und da der Sommer hier nicht so richtig mitspielt, drehen wir die Geschichte einfach mal um. Denn wir haben hier eine richtige, echte Wärmepumpe, das heißt, wir können hier auch heizen. Also geben wir mal richtig Dampf hier in die Hütte, sage ich einfach mal, und heizen den Raum mal so richtig schön auf. Währenddessen ich das mache, werde ich einfach mal den Strom messen, den das Gerät hierfür verbraucht. Wir starten hier mit einer Innenraum-Lufttemperatur. Ich habe hier ein kleines Thermometer immer stehen von ungefähr 19,7 Grad und heizen jetzt mal den Raum hier so richtig schön auf und schauen mal, was wir hier für Energie verbrauchen. So, wir haben jetzt knapp 12 Uhr. Ihr seht, das Gerät ist auf 30 Grad eingestellt und es läuft sofort los. Für einen kurzen Moment hat hier unser Messgerät 10 Watt angezeigt und jetzt laufen wir hier um die 500, ich sage einfach mal 570 bis 580 Watt und das System beginnt mit dem Aufheizen. Währenddessen wir jetzt aufheizen, wichtig nochmal zu erwähnen, wir können das Gerät per Fernbedienung, per App und natürlich hier auf dem Gerät steuern. Wir haben hier diverse Lüfter
Lüftermodis, diese könnt ihr dann dementsprechend einstellen, wie viel Power ihr braucht. Und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, das Gerät in einem sehr leisen Betrieb laufen zu lassen. Ganz wichtig, wir haben hier auch eine bewegliche Lüfterklappe hier vorne. Hier gibt es auch verschiedene Modis, wie zum Beispiel auch der Schwingmodus. Damit wird dann die Luft gleichmäßig im Raum verteilt. So, die Portasplit läuft jetzt ungefähr 10 Minuten, macht auch hier ganz schön Wärme. Also ich kriege schon ganz schön warme Ohren. Ich schaue mal auf mein Thermometer, das sind ungefähr 23 bis 24 Grad jetzt hier schon im Raum. Währenddessen das Gerät jetzt läuft, können wir noch mal schnell über ein paar Dinge drüber schauen. Das Gerät läuft jetzt hier auf voller Leistung, das heißt der Lüfter natürlich auch unter Volldampf. Und jetzt interessiert natürlich viele, wie laut ist das Gerät? Wichtig, ich bin jetzt hier im Heizmodus mal in den Silence-Modus gewechselt und wir schauen mal auf unser Messgerät. Und wir sehen, wir liegen hier um die 44 bis 45 dB in einem Abstand von ja, fast schon unter einem Meter. Das geht eigentlich in Ordnung. Dann schauen wir auch mal schnell über die Smart Home App von MyDia. Hier könnt ihr ja die Geräte auch mit verbinden und hier habt ihr noch viel mehr Funktionsumfang und könnt auch viel mehr sehen. Ich blende euch einfach mal die App hier rein und ihr seht, wir sind hier auf 30 Grad. Eingestellt. Der Lüfter ist auf niedrig eingestellt. Wir sind aktuell im Silence-Modus. Was ich hier sehr gut finde, wir haben unwahrscheinlich viele Einstellmöglichkeiten und sehen auch sehr viele Daten auf dem ersten Blick. Ihr habt ja vorhin gesehen, ich habe hier ein Energiemessgerät eingesteckt, aber das Gerät hat natürlich auch die Energie selber im Blick. Aktuell 452,5 Watt. Auch hier könnt ihr natürlich in der App alles andere auch steuern, wie zum Beispiel hier die Lüfterklappe. Ich zeige es euch einfach mal. Ich schalte jetzt hier einfach mal diesen Schwingmodus ein und ihr seht, das funktioniert hier auch tadellos. Somit kann man das Gerät nicht nur am Gerät mit der Fernbedienung, sondern auch mit der App von überall auf der Welt aus steuern, wenn ihr das denn braucht oder möchtet. Ganz wichtig, in der App habt ihr natürlich auch alle weiteren Infos im Blick, wie zum Beispiel die aktuelle Raumtemperatur. Mittlerweile, wie ihr seht, sind wir auf 25 Grad angestiegen. Das Gerät arbeitet doch schon performant hier durch und wir schauen mal, wann wir die 30 Grad hier erreicht haben. So Leute, ich war mal kurz Mittagessen und habe die ganze Geschichte hier auf der App verfolgt. Um ca. 12:30 Uhr, also knapp nach einer halben Stunde, nachdem wir das Gerät eingeschaltet haben, hat das Gerät gemeldet, Raum hat 30 Grad. Hier müssen wir aber fairerweise dazu sagen, das Thermometer ist hier im Gerät verbaut. Das war quasi um das Gerät 30 Grad. Das reichte mir natürlich nicht für den Test. Deswegen habe ich das Gerät weiterlaufen lassen, bis es selbstständig abgeschaltet hatte. Und dann haben wir hier drinnen eine ungefähre Temperatur von etwas über 32 Grad, auch an den meisten Stellen erreicht. Ich habe hier ein portables Thermometer, das hatte ich da hinten stehen. Das hat ca. 32,7 Grad und hier mein Wandthermometer zeigt auch über 32 Grad. Das ist direkt beim Eingangsbereich ungefähr 2,5 bis 3 Meter vom Gerät weg. Also haben wir quasi in allen Luftschichten mindestens 30 Grad und mehr. Das ist genau das, was wir nämlich jetzt hier für den Test brauchen. Dann wichtig, wie viel Strom haben wir hier verbraucht? Wir haben jetzt hier 1 Stunde das Gerät laufen lassen, etwas über 1 Stunde vielleicht sogar, ja 1 Stunde 5 Minuten und schauen mal kurz auf mein Strommessgerät. Und seitdem ich es vorhin eingesteckt habe, das war natürlich auch ein bisschen mit den anderen Testläufen, die ich noch gemacht habe, haben wir bis jetzt knapp unter 1 kWh Strom verbraucht. Wir nehmen jetzt hier einfach mal einen kleinen Stift und drücken hier mal Reset und sehen zu, dass wir den Raum nämlich so schnell wie möglich wieder abkühlen, denn hier drin ist es ungelogen unerträglich warm. Ich kriege kaum noch Luft. Wir schauen mal kurz in die App, die blende ich euch hier drüben ein, das seht ihr das am besten. Ich schalte das Gerät einfach ein. Es steht noch auf Heizen. Wir haben jetzt aktuell um das Gerät 31 Grad und wir stellen jetzt einfach mal auf Kühlen um. So, und wir wollen es ja gleich richtig wissen, deswegen stelle ich hier einfach mal auf 19 Grad Raumtemperatur ein. Wichtig zu erwähnen, wenn ihr hier mit dem Gerät kühlt, würde ich empfehlen, eine moderate Raumtemperatur einzustellen. Das heißt so 20, 22 oder 23 Grad. Das macht mehr Sinn, aber ich will ja wissen, was hier das Gerät kann. Deswegen stelle ich hier mal auf 19 Grad ein. Und wir sind wieder im ganz normalen Standardbetrieb. Wir sehen hier unten in der Energieanzeige, wir ziehen 471 Watt aus dem Netz und sind im ganz normalen Modus. Das heißt, der Lüfter läuft hier ziemlich schnell. Ganz wichtig, gerade beim Kühlen empfehle ich euch hier diese Klappe zu verwenden. Schaltet diese unbedingt ein, so verteilt sich die kalte Luft schön gleichmäßig im Raum. Das machen wir einfach mal. So, dann seht ihr natürlich in der App, ich blende sie euch nochmal ein, die Temperaturen hier im Raum fallen rapide. Das ist aber nicht aussagekräftig, da wir das direkt am Gerät messen. Das wird hier doch ein bisschen länger dauern. Jetzt schauen wir aber gleich mal nach der Lautstärke. Wir sind jetzt hier im, ich sage einfach mal Volldampfbetrieb. Das heißt, wir haben hier keinen Silence-Modus oder irgendwas. Und da haben wir diesen Wert.
Das Gerät läuft natürlich jetzt hier unter voller Last. Das geht natürlich auch leise, denn gerade nachts wäre das nicht sehr sinnvoll. Also schalten wir mal auf Silence. Also das wären dann knapp unter 40 dB. Das geht vollkommen in Ordnung. Ich kann es euch nur beschreiben, man kann es leider nicht im Video darstellen, aber die Luft ist richtig schön frisch. Besonders für mich ist das jetzt sehr interessant, denn ich bin natürlich leider auch Allergiker, was für mich natürlich bedeutet, gerade im Sommer habe ich mit meinen Allergien zu kämpfen. Da das Gerät natürlich keine Luft von außen ansaugt und wir hier ein intern geschlossenes System haben, das heißt die Luft bleibt hier drinnen, saugen wir auch keine Pollen zusätzlich an und das ist natürlich für mich als Allergiker wahnsinnig wichtig. Des Weiteren hat das Gerät natürlich auch die Air Magic Funktion. Hier werden negative Ionen in der Luft erzeugt und somit wird die Luft aktiv auch noch von Keimen und Viren gereinigt und so habt ihr dann natürlich auch dementsprechend viel saubere und viel reinere Luft, als wenn ihr zum Beispiel andere Standardsysteme verwendet, die dann ständig irgendwie Luft von außen durch einen Unterdruck oder ähnliches ansaugen. So, dann haben wir natürlich auch noch ein paar weitere schöne Funktionen. Wichtig, wir schauen noch mal kurz in die App und hier in der App fällt euch bestimmt jetzt Folgendes auf. Ich scroll mal auf die Energieanzeige und ihr seht, wir haben jetzt hier plötzlich nur noch einen Stromverbrauch von 189 bis 170 Watt. Das springt hier ein bisschen. Woran liegt das? Ganz einfach, das Gerät hat einen Inverterkompressor verbaut. Was ist das? Ein Inverterkompressor kann geregelt werden und der KI-Algorithmus kann jetzt hier genau einstellen, wie viel Leistung braucht das Gerät. Deswegen ist es nicht wie bei vielen anderen Klimaanlagen stumpf ein, aus, ein, aus. Hier können wir wirklich gezielt oder kann die KI gezielt wirklich so viel Leistung einstellen, wie im Moment gebraucht wird. Dadurch ist das Gerät dann mitunter dann auch noch mal etwas leiser. Wir können es nämlich jetzt mal probieren. Aktuell ist es ja noch im Runterkühlprozess. Ich bin jetzt hier grob 2,5 Meter von dem Gerät entfernt und wir schauen mal kurz nach. Und ihr seht, wir sind hier um die 45 Dezibel und wir sind nicht im Eco-Modus, wir sind im ganz normalen Standardmodus. Wir sehen auch hier oben, jetzt das Gerät hat eigentlich schon 18 Grad erreicht, aber wie gesagt, diese Temperatur ist wieder direkt am Gerät. Ich möchte, dass mein Raum 19 Grad hat, das war ja die Bedingung, die ich vorhin gestellt habe und die haben wir noch nicht ganz erreicht. Deswegen warten wir noch mal ein paar Minuten, wie gesagt, wir sind hier bei 20 Grad angekommen. Wir können uns aber noch mal ein paar andere Geschichten anschauen. Was kann denn das Gerät noch alles so? Wir können neben dem ganz normalen Heizen, was ich euch vorhin schon gezeigt habe, und neben dem Kühlen auch noch was Schönes anderes. Wie ihr seht, haben wir nämlich hier mehrere Programme. Ich blende es euch einfach mal hier unten ein. Und zwar Automatik, Kühlen, Entfeuchten, Heizen und ganz normale Ventilation. Das heißt, wir haben hier viele Einstellmöglichkeiten und viele Möglichkeiten, das Gerät dann auch zu benutzen. Gerade der Entfeuchten- oder Ventilationsmodus ist in der Übergangszeit sehr wichtig, wenn nämlich vielleicht auch die Räume etwas zu feucht oder etwas, ja, wie soll ich sagen, man hat dann so einen komischen feuchten Dunst in den Räumen. Das kann man hiermit auch hervorragend in den Griff bekommen. Dann scrollen wir noch mal ganz schnell hier runter, da spricht eigentlich alles schon für sich. Wir haben hier viele Einstellmöglichkeiten, den Silent-Modus oder den intelligenten Wächter. Natürlich auch einen Schlafmodus, einen Turbo-Modus und viele weitere Einstellungen. Ihr seht hier, negative Ionen ist bei mir schon eingeschaltet. Ich habe es euch ja gesagt, ich bin ein Allergiker und habe gerne saubere Luft, gerade hier im Schlafzimmer. Das könnt ihr hiermit natürlich ein- und ausschalten. Unten können wir auch die LEDs und natürlich den Ton hier nochmal ein- und ausschalten. Aber das versteht sich bei so einem Gerät natürlich von selbst. Dann habe ich die Anlage natürlich vorhin mit meinem WLAN gekoppelt, sodass ich sie über die App benutzen kann. Aber die App ist nicht die einzige Schnittstelle, mit der wir hier arbeiten können. Die Anlage kann natürlich ganz bequem auch über Amazon Alexa, Google Home oder eventuell dann auch Meta bedient werden. Das erhöht den Komfort nochmal deutlich. Am wichtigsten für diesen Test ist natürlich für mich dieses Thermometer. Das ist mein reguläres Heizungsthermometer. Das ist in etwa auf Kopfhöhe und auch locker 2,5 Meter bis 3 Meter von der Anlage entfernt. Das heißt, gerade hier oben im Raum messen wir meistens auch die etwas wärmere Luft und hier sind wir schon auf 19 Grad oder knapp 19,3 Grad. So, dann sind wir hier bei meiner kleinen Schreibtischecke. Hier hat das Thermometer auf einer Höhe von ungefähr, ja, ich sag mal 80 Zentimeter gestanden. Hier haben wir 18,9 Grad Celsius. Das heißt, je tiefer wir hier im Raum kommen, je kälter wird es. Aber wie ihr wisst, ist das natürlich physikalisch bedingt. Damit würde ich jetzt eigentlich auch mal sagen, wir haben die 19 Grad erreicht und schauen mal auf den Stromverbrauch. Ganz wichtig für die Technik-Nerds unter euch, dieser Raum hat ein Volumen von ca. 23 Kubikmetern. Die Dachschrägen habe ich hier schon mit abgerechnet, das ist das reine Raumvolumen. Jetzt gucken wir mal kurz hier rein.
Und ihr seht, das Kühlen war sehr günstig in meinen Augen. Wir haben hier noch nicht mal 0,3 kWh gebraucht, um den Raum runter zu kühlen. Wichtig zu erwähnen, wir haben nicht arg so warmes Wetter draußen, dann haben es die Anlagen natürlich deutlich leichter. Aber ich nehme an, selbst wenn es etwas wärmer draußen ist, werden wir hier unter 0,5 kW bleiben und hätten hier dieses Ergebnis damit erzielt. Kommen wir zu guter Letzt zu einem kleinen Fazit. Wichtig zu erwähnen, im Gegensatz zu den sperrigen Monoblock-Geräten, die ihr alle schon kennt und die ich auch schon in vergangenen Videos installiert und benutzt habe, ist das natürlich ein ganz anderes Konzept oder eine ganz andere Liga. Bei den Monoblock-Geräten müsst ihr riesen Löcher durch die Wände bohren, Luftschläuche hier durchlegen, erzeugt dann Unterdruck im Raum, saugt die Luft damit von außen an und natürlich auch mit dem kompletten Inhalt, Pollen und was dazugehört, Viren. Und das haben wir hier natürlich nicht. Hier haben wir die interne Luft. Diese wird hier auch nochmal mit der Air Magic Funktion gereinigt. Das Gerät kann natürlich eine Vielzahl von Aufgaben erfüllen. Es kann kühlen, es kann heizen, es kann ventilieren, es kann entfeuchten. Das alles natürlich App gesteuert und mit den Assistenten, die wir auch daheim haben, sagen wir mal Amazon oder Google Home, vollends kompatibel. Also sage ich mal so, für mich das Rundum-Sorglos-Paket, wenn ich kein Klimasplit-Gerät fest irgendwo installieren möchte oder irgendwelche Löcher in die Wände bohren möchte. Denn wenn ich hier das Gerät nicht mehr brauche, baue ich es einfach ab. Ihr habt ja vorhin gesehen, wie schnell das aufgebaut ist und stelle es beiseite, bis ich es wieder brauche. So, ganz wichtig, nochmal eine Frage an dieser Stelle an euch. Wäre so ein Gerät was für euch? Wäre das ein Konzept für euch? Oder steht ihr dann doch eher auf die großen komplizierten Monoblöcke oder baut ihr gleich ein richtiges Klimasplit-Gerät ein? Aber das muss ich dazu sagen, in jedem Raum ein Klimasplit-Gerät einbauen. Da bin ich doch mit dem Gerät besser bedient, denn das kann ich hier von Raum zu Raum auch verschieben und vielleicht, wenn ich es dann später in meinem Wohnzimmer brauche, dort auch nutzen. Teilt mir einfach mal eure Meinung zu diesem Gerät mit und wenn ihr natürlich Fragen zu dem Gerät habt, kein Problem, stellt sie in die Kommentare. Vielleicht ergibt sich hier auch nochmal ein interessantes Folgevideo daraus. So, das wäre es dann zu diesem Video gewesen. Ich hoffe, ich konnte euch hier wieder mal einige hilfreiche Informationen geben. War dem so, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch und ein Abo freuen. Und wer mich und meinen Kanal unterstützen will, findet natürlich auf meiner Homepage auch eine Kaffeekasse. So könnt ihr mir auch einen digitalen Kaffee ausgeben. Also, wir sehen uns. Tschüss, euer Marc auf YouTube.